Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um Landschaftsbilder und den Künstler Per Adolfsen. Per Adolfsen ist ein dänischer Künstler, den ich vor einiger Zeit im Internet entdeckt habe. Seine Landschaftsbilder haben mich gleich fasziniert und auch an Zeichnungen von Van Gogh oder Edvard Munch erinnert. Hier ein Bild von Van Gogh und von Adolfsen. Als Kind hat Adolfsen die Bilder von Munch in einem Museum in Oslo gesehen und war davon so fasziniert, dass für ihn klar war, dass auch er Künstler werden will. Ich finde, man sieht heute noch diese Begeisterung und wie er es geschafft hat, die Bilder von Munch zu etwas Eigenem zu machen. Schauen wir uns mal ein paar Bilder von Munch und Van Gogh an. Das bekannteste Bild von Munch ist Der Schrei. Das Bild heißt aber nicht so, weil die Figur im Vordergrund zu schreien scheint. Munch selbst hat gesagt, er wollte den Schrei der Natur darstellen, den er selbst bei einem Spaziergang zu hören und zu sehen glaubte. Dieses Erlebnis hat Angst bei ihm ausgelöst. Es fällt auf, dass die Landschaft und die Figuren in fließenden Strichen und Formen gestaltet sind. Sie sehen ein bisschen so aus wie Blasen einer Lavalampe. Diese Art der Darstellung finden wir auch bei anderen Bildern von Munch. Vergleichbar sind die Bilder von Van Gogh. Es gibt Ähnlichkeiten in ihren Bildern, obwohl sie sich nie begegnet sind. Die Flächen und Formen sind in Striche zerlegt. Beide haben zum Beispiel eine Sternennacht gemalt. Und ihre expressive Malweise war ganz neu zu ihrer Zeit. Van Gogh und Munch haben zur gleichen Zeit gelebt. Und auch in ihrem Leben gibt es einige Gemeinsamkeiten. Sie haben im selben Jahr angefangen, Kunst zu studieren, waren beide in Paris und haben die gleichen Maler bewundert. Wenn wir uns jetzt die Bilder von Adolfsen anschauen, sehen wir, dass er seine Bilder ganz ähnlich aufbaut. Adolfsen zeichnet oft die Natur. Auch hier sind Flächen durch Striche dargestellt. Auch eine blaue Fläche wie der Himmel ist in viele kleine Striche aufgeteilt. So kann man genau erkennen, wie der Künstler gearbeitet und seine Striche gesetzt hat. Auch benutzt er Farben, die so in der Natur gar nicht vorkommen, wie dieses Lila. Und doch passen die Farben harmonisch zusammen. In Adolfsens Bildern sieht man immer wieder Wasser. Es könnten aber auch Licht- und Schattenflecken sein. Diese Flächen schraffiert er nicht mit geraden Strichen, sondern er benutzt Kreise, Schleifen und Bögen. Ähnlich wie die Blasen bei Munch. Manchmal erinnert es an Steine im Wasser, bei dem sich die Wellen ringförmig um die Steine bewegen. Wir wollen jetzt auch ein Bild wie Adolfsen zeichnen. Zuerst zeichnest du ein paar Steine auf dein Blatt. Um die Steine herum kommen Schatten auf die eine Seite. Dann zeichnest du Wellen und Linien, die sich ringförmig um diese Steine anordnen. Versuch darauf zu achten, dass sich die Linien dabei nicht berühren und so um die Steine herumwandern. Dann wünsche ich dir viel Spaß.